Hey, hey, Smart Bankkunden! Heute ein neuer Vergleich, ein Girokonto-Vergleich zwischen zwei großartigen Banken. Welche Banken das sind, das wissen Sie, wenn Sie bei uns in der E-Mail-Liste mit drin sind. Sie können sich hier unten anmelden, habe ich für Sie nochmal Link ins Infofeld. Da kriegen Sie nämlich auch die Votings mit. Abgestimmt, das Ergebnis ist DKB gegen Norris Bank. Und wie das Rennen ausgegangen ist, das erfahren Sie jetzt im Video. Und wie so oft ein Begleitartikel für Sie, den wir jetzt gemeinsam durchgehen. Wir haben hier die beiden Banken im Vergleich gegenübergestellt. Zuerst die meistgefragten Eigenschaften. Natürlich, beide Konten sind kostenlos, bedingungslos kostenlos, egal wie Sie sie nutzen. Genauso ist das mit dem Geldabheben. Da schauen wir uns nochmal im Detail an, wo und wann man kostenfrei Geld abheben kann. Auf jeden Fall bekommen Sie bei beiden Konten eine, ja, viele sagen immer noch EC-Karte, also eine Girokarte, kriegen Sie bei beiden Konten kostenlos. Bei der DKB bekommen Sie auch kostenlos automatisch eine Kreditkarte dazu, und zwar die Visa-Karte. Bei der Norris Bank ist es so, dass es auch eine Kreditkarte dazu geben kann. Das ist aber bonitätsabhängig. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Hinweis darauf, auf die Leichtigkeit der Kontoeröffnung. Sie wissen das, nicht jeder unserer Gesellschaft hat die Bonität, eine echte Kreditkarte zu bekommen. Von daher könnte es leichter sein, das Konto bei der Norris Bank zu eröffnen. Wir gehen im weiteren Verlauf des Videos nochmal auf diesen Punkt drauf ein. Wenn Sie die Kreditkarte bei der Norris Bank bekommen, ist sie natürlich auch kostenlos für Sie. Schauen wir uns gleich mal die gravierendsten Unterschiede an. Ich habe da 4 für Sie rausgesucht, und zwar Erhöhung des Kreditrahmens. Bei der DKB Visa Card, viele kennen das, weil es auch aus dem Travel-Bereich, aus dem Reisebereich die meist empfohlene Kreditkarte ist. Zum Anfang ist, wie bei fast jeder Kreditkarte, der Kreditrahmen überschaubar. Die Bank kennt Sie noch nicht, hat keine Erfahrung mit Ihnen und gibt Ihnen erstmal einen überschaubaren Kreditrahmen. Das können 500 € sein. Sowohl bei der Norris Bank wie bei der DKB. Wenn Sie die DKB aus dem Ausland öffnen, sind es meistens 100 €. Es kann aber bei sehr guter Bonität auch 1000 € sein. Wenn Sie sofort losreisen wollen, haben Sie keine Zeit, quasi die Kreditkarte zu trainieren, damit Sie ein gutes Level haben, sondern Sie wollen ja los. Bei der DKB können Sie Geld überweisen aufs Konto und dann umbuchen auf die Kreditkarte. Damit erhöht sich absolut der genauso 1:1 der Verfügungsrahmen. Sie können von mir aus 1 Million € oder mehr rauf tun und haben dann genauso einen großen Verfügungsrahmen plus die Kreditlinie, die Sie sowieso schon drauf haben. Das ist leider bei der Norris Bank nicht möglich. Das sollte man vielleicht wissen, das ist ein gravierender Unterschied. Zugunsten der Norris Bank telefonische Aufträge. Bei der Norris Bank können Sie Telefonbanking machen. Sie können sogar Terminal Banking machen. Dazu kommen wir noch im Verlauf dieses weiteren Videos. Das funktioniert bei der DKB nicht. Also Sie müssen das schon alles selber tun. Das machen Sie klassischerweise im Online-Banking oder auch, wo liegt's? Weggeräumt, damit es nicht klingelt, mit dem Smartphone. Sie können natürlich auch Smartphone-Banking machen. Das funktioniert natürlich auch bei der Norris Bank auch. Dann haben wir noch einen Unterschied, Auslandseinsatzentgelt. Wenn Sie es clever anstellen, haben Sie bei der DKB keins. Das heißt, was heißt clever anstellen? Wenn Sie mit der DKB Visa-Karte bezahlen, dann haben Sie faktisch kein Auslandseinsatzentgelt. Es werden zuerst 1,75% von Ihrem Kreditkartenkonto abgezogen und am Monatsende einfach mit der Kreditkartenabrechnung wieder gutgeschrieben auf dem Girokonto. Deswegen sage ich, faktisch haben Sie kein Auslandseinsatzentgelt. Bei der Norris Bank haben Sie leider eins, aber das ist Standard. Das haben 99%, wenn nicht sogar noch mehr der Banken haben, wirklich ein Auslandseinsatzentgelt. Das ist sozusagen ein kleiner Vorteil jetzt für die DKB. Schauen wir uns im weiteren Verlauf aber auch nochmal an. Sie sehen es ja, hier sind ja auch unterschiedliche Zahlen genannt. Notfallkarte, das ist natürlich herrlich, wenn Sie öfter unterwegs sind. Bei der DKB gibt es die Möglichkeit, entweder eine Notfallkarte oder Notfallbargeld oder beides zusammen zu bekommen. Kostet sie übrigens überhaupt gar nichts. Das ist natürlich super. Von daher auch die Empfehlung im Reisebereich. Funktioniert so, Ihre Karte ist verloren, Sie rufen an. Melden Sie sozusagen als verlustig und Ihnen wird gefragt, ob Sie eine brauchen oder nicht. Und denn ich habe selber, mir ist das selber mal passiert, hier sehen Sie, wenn Sie draufklicken, den Erfahrungsbericht, und da war ich auch super dankbar, dass es so geklappt hat. Hier sehen Sie die Notfallkarte und hier sehen Sie das Notfallbargeld. Ich habe es unter 24 Stunden sogar bekommen. Das ist Wahnsinn. Ja, die Bank redet von 48 Stunden, dann haben Sie es. Das ist natürlich der Reiseretter schlechthin, wenn Sie irgendwie eine große Reise haben. Gibt es leider bei der Norris Bank nicht. Weitere Unterschiede haben wir. Kommen wir eigentlich auch ein bisschen direkt zum Konditionsvergleich. Bargeld abheben, sowohl bei der einen wie bei der anderen Bank 1000 € pro Tag und Karte.
Ist limitiert standardmäßig bei der Norris Bank auf 3.000 Euro pro Woche, bei der DKB sind es 7.000 Euro, ganz klar 1.000 am Tag. Aber es gibt was Spannendes bei der Norris Bank. Sie können nämlich telefonisch sofort oder im Online-Banking, ich glaube, das dauert ein bisschen mit der Umsetzung, aber Sie können das Limit erhöhen auf 9.990 Euro am Tag. Das heißt, wenn Sie mal wirklich richtig viel Bargeld brauchen, rufen Sie Ihre Bank an, sagen Sie, bitte schalten Sie meine Freikarte, meine Mastercard, das ist die Karte im Inland zum Bargeld abholen, sehen wir gleich nochmal, frei auf den hohen Betrag und dann gehen Sie hin und holen sich knapp 10.000 Euro aus dem Automaten sofort ab. Das ist natürlich für den das war auch richtig geil. Bargeldeinzahlung, auch möglich bei beiden Banken, jeweils ab 5 Euro. Das liegt daran, dass die Einzahlungsautomaten nur Scheine nehmen. Und ja, da hat die Norris Bank wieder einen Vorteil, weil man kann als Norris Bank Kunde die Einzahlungsautomaten der Deutschen Bank benutzen und die hat in Deutschland um die 700 Filialen mit Einzahlungsautomaten. Also Sie haben es nicht weit, bei der DKB sind es leider nur 16 Automaten und sie sind, ich sage mal vorsichtig, nicht gerecht im Bundesgebiet verteilt. Also sie konzentrieren sich auf die östliche Hälfte. Wer dort in der Nähe wohnt, für den ist es natürlich glatt egal. Glücklicherweise haben wir heutzutage nicht mehr ganz so viel. Es kommt auf Sie persönlich an, aber die Masse hat gar nicht so viele Bargeldeinzahlungen. Zum Dispo können Sie bei beiden Banken erhalten, ganz klar, jeweils wenn die Bonität stimmt, das Dreifache des monatlichen Gehaltseingangs. Gedeckelt ist es bei der DKB bei 15.000 Euro, bei der Norris Bank sind es 10.000 Euro. Was spannend ist, ist jetzt, Sie sehen schon, hier Kartentyp. Das ist es auch, warum einige clevere oder warum einige Leute halt 2 oder mehr Girokunden haben, um auch einfach bei der Karte eine größere Auswahl zu haben. Weil in dieser Kombination mit beiden Banken haben wir das so, dass die DKB auf das Unternehmen Visa setzt. Und deswegen haben wir eine Visa-Kreditkarte und haben die VPay-Card. Und die Norris Bank setzt auf das Konkurrenz-Kreditkartenunternehmen Mastercard. Deswegen haben sie die Mastercard und die Maestro-Karte. Wenn Sie alle 4 Karten kostenfrei haben wollen, dann öffnen Sie einfach beide Girokonten. Sind ja auch beide kostenlos und sie ergänzen sich in einigen Teilen wirklich recht gut. Gemeinsamkeiten haben wir natürlich auch. Das ist einmal natürlich die kostenlose Kontoführung. Wir haben es am Eingang erwähnt, die kostenlosen Karten, kostenlose SEPA-Überweisung, kostenlose Festnetz-Telefonnummer, um den Kundenservice anzurufen und natürlich auch eine kostenlose Kontoöffnung. Kundenservice für Sie bei beiden Banken erreichbar, rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, auch an Weihnachten und natürlich per E-Mail und per Post erreichen Sie die Banken auch. Bei beiden Banken können Sie übrigens auch ein Gemeinschaftskonto öffnen. Das ist ja auch aus Erfahrung von unserem Spezialportal immer wieder interessant für Leute. Natürlich sind beide Vollbanken und Sie finden da ergänzende Produkte. Also auch wenn Sie noch mehr brauchen, es ist keine Bank, nicht nur eine Einproduktbank. Vielleicht noch zur Kontoeröffnung. Aus Erfahrung, wir machen das ja wirklich schon über ein Jahrzehnt, 13 Jahre, Bankkunden begleiten bei Kontoöffnung und Kontonutzung. Bei der DKB haben wir hier, Sie können es nachlesen in unserem Artikel, ungefähr die Quote für die Kontoöffnung. Bei der Norris Bank liegt sie uns noch nicht vor. Mein persönliches Gefühl ist, die könnte besser sein. Bitte schreiben Sie mir einfach per Kommentarfunktion, ob eine Kontoöffnung bei Ihnen geklappt hat. Ja? Sonst, hier haben Sie dann die Links, weiterführende Links zu den Banken auf jeden Fall. Wir schauen uns noch 3 spannende Besonderheiten an. Wir haben einmal das gebührenfreie Bargeld abheben. Also wir haben es ja bei beiden Banken. Bei der DKB ist es recht einfach. Sie brauchen eigentlich nur eine Karte mit sich rumschleppen, so im Gro. Das ist die DKB Visa-Karte, weil mit der können Sie immer kostenfrei abheben. Die Bank wird Ihnen niemals dafür eine Gebühr berechnen und es ist auch vollkommen egal, welchen Automaten. Im Einzelfall kann es sein, dass Ihnen mal Gebühren berechnet werden, aber nicht von der DKB, sondern es gibt natürlich Banken außerhalb von Deutschland, Sie kennen die Reiseländer, vielleicht Thailand, USA, die sind dafür sehr bekannt, die ein direktes Entgelt haben vom Automatenbetreiber, wo egal welche Hausbank oder egal welche kartenausgebende Bank dazu keinen Einfluss hat. Ja? Aber grundsätzlich, diese Karte ist von seitens der, nicht grundsätzlich, sondern von der DKB immer kostenlos, wird Ihnen niemals was berechnen und damit die Konditionen auch so bleiben, gibt es einen Mindestabhebebetrag, der liegt bei 50 Euro. Der Hintergrund ist, dass natürlich, auch wenn Ihnen die Bank nichts berechnet, der ausgebende Automat der DKB eine Rechnung stellt für die Dienstleistung, das Bargeld rauszugeben. In Deutschland sind es ungefähr 1,75 Euro. Und das muss auch erstmal eine Bank verdienen. Und das heißt, wenn man da 3-mal am Tag 10 Euro abhebt, ja, das ist kein gutes Geschäft. Da kann man die Konditionen nicht lang so halten. Und wenn Sie sich erinnern an die letzten Monate, es haben sich ja massive Konditionsverschlechterungen bei
unheimlich vielen Girokonten in Deutschland getan. Bei der DKB hat sich auch was getan, und zwar die Einführung des Mindestabhebebetrags bei 50 Euro, aber dafür, es bleibt kostenlos und es ist kostenlos, ja, und auch so oft Sie wollen. Also wenn Sie wirklich auch häufig Bargeld abheben, es gibt keine Limitierung in der Häufigkeit, das ist auch wichtig zu wissen. Bei der Norris Bank nehmen Sie bitte in Deutschland, das ist der Unterschied, nämlich die Maestro-Card, und im Ausland dann die Kreditkarte, die Mastercard. Dann fahren Sie kostenfrei. Kostenfrei fahren Sie allerdings bei den Partnerautomaten, das ist die Cash Group. Ich habe Ihnen hier das Logo mit reingenommen. Wenn Sie das am Automaten finden, die Mastercard reinschieben, wissen Sie, es ist immer kostenfrei. Diese Anzahl von Logos werden Sie 7000 Mal in Deutschland finden. Das ist bei den Automaten halt der Deutschen Bank, der Commerzbank, der Postbank, der Hypo-Vereinsbank und lokal noch bei einigen kleineren Banken. Das werden Sie am Automaten feststellen, und Sie können bei den Shell-Tankstellen kostenfrei Bargeld tanken. Können Sie übrigens auch mit der DKB Visa Card. Die Kassen der Shell-Tankstellen gelten in dem Sinne als Geldautomat. Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, mit der Norris Bank, habe ich eben gesagt, genau, nehmen Sie die Masterkarte bitte mit. Denn Besonderheit Nummer 2, Banking Terminals. Die DKB hat keine. Also sie hat in den 16 Niederlassungen, wenn Sie hier raufklicken, dann kommen Sie auch, dann kommen Sie auf diese Seite. Ich wollte Ihnen gerade sagen, wo wir die Filialen haben, aber da gehen Sie nach oben und nutzen unsere Suchfunktion DKB Niederlassung, ja, dann kommen Sie darauf auf unserem Spezialportal. Ich weiß nicht, wenn Sie schon länger dabei sind, wissen Sie es, wir haben über 1000 Seiten mit spannenden Inhalten für Sie. Also die DKB hat keine Banking-Terminals, sie hat halt einen Auszahlungsautomaten, aber Sie können sonst daran nichts tun. Anders sieht es aus bei der Norris Bank. Sie hat natürlich auch keine eigenen als Direktbank, aber Sie können die der Deutschen Bank nehmen. Der Hintergrund ist auch schnell erzählt. Die Norris Bank ist eine Tochterbank der Deutschen Bank. Es gibt ungefähr 2700 dieser Banking-Terminals. Es liegt daran, es sind in einer Filiale meistens mehr als ein Automat drin, und da können Sie Überweisungen tätigen, da können Sie Daueraufträge einstellen, ändern, löschen. Das ist recht praktisch, wenn Sie nicht nur Online-Banking machen möchten, sondern sozusagen auch nochmal Zutritt zu einer Filiale, sozusagen einer Selbstbedienungsfiliale nutzen wollen. Dann ist die Norris Bank für Sie eine gute Wahl. Mein Plan war für Sie noch, Sie sehen hier Foto folgt, ein Bild einzufügen, hat bisher noch nicht geklappt. Wenn Sie das jetzt nach Veröffentlichung sehen, dass es im Artikel noch nicht drin ist und Sie in der Nähe einer Deutschen Bankfiliale sind, kleine Bitte, gehen Sie rein, machen Sie ein schönes Foto für unseren Artikel. Derjenige, der es zuerst zuschickt, veröffentlicht wird, und bitte ein gutes Bild, weil es lesen viele Leute unsere Artikel, kriegt von mir eine kleine Aufwandsentschädigung, einen kleinen Bonus. Wird sich für Sie lohnen. Ich lobe den Preis nicht offiziell aus, weil der wird schnell erledigt sein, wird sich aber für Sie lohnen. Besonderheit Nummer 3, Auslandseinsatzentgelt, darauf wollten wir auch noch mal kurz zurückkommen. Hatte ich gerade erzählt, faktisch bei der DKB nichts, haben wir abgefrühstückt, wissen Sie Bescheid. Hier sehen Sie mich auch, wo ich hier in der New Yorker U-Bahn mit der DKB Visa Card mein Ticket bezahlt habe. Norris Bank ist ein spannendes Thema, hier kann man rechnen, Sie brauchen nicht mehr rechnen, weil ich habe für Sie gerechnet. Wir haben sowohl bei der Maestro-Card wie bei der Mastercard ein Auslandseinsatzgeld, übrigens nicht auf Barabhebung. Also wenn Sie an Automaten gehen und da Bargeld rausziehen, ja, und dann Cash bezahlen, da haben Sie kein Auslandseinsatzentgelt bezahlt. Also das ist so ein kleiner Tipp. Ja. Gerade wenn Sie im Ausland sind, wo es keine zusätzlichen Abhebegebühren gibt. Die Norris Bank berechnet Ihnen übrigens keine Abhebegebühren. Wenn Sie im Ausland am Automaten abheben, ist das for free für Sie. Also das ist von daher sehr gute Kondition. Wenn Sie allerdings mit Karte zahlen, dann fällt diese zusätzliche Gebühr an. Ich persönlich finde es nicht besonders clever. Es kommt eher aus dem historischen Hintergrund. Banken gingen davon aus, Bankkunden gucken gar nicht so, wenn sie im Ausland sind, und die Gebühren erheben auch andere Banken, und das ist so ein bisschen Standard, das tun wir einfach. Jetzt haben wir aber zwei verschiedene Konditionen, und wir haben für Sie so eine kleine Grafik angefertigt, wann ist mit welcher Karte am günstigsten zu zahlen. Also wir haben einen Scheitelpunkt hier, der liegt bei 57,14 Euro. Das heißt, Beträge darunter zahlen Sie einfach im Ausland mit der Kreditkarte, wenn Sie ein Pfennigfuchser sind, und Beträge darüber mit der Maestro-Card, soweit sie akzeptiert wird, aber die Maestro-Akzeptanz ist weltweit ziemlich hoch. Gut, das kann natürlich sein, wenn Sie jetzt Kaution hinterlegen oder Mietwagen bezahlen, dass man da eher die Kreditkarte wünscht, auch wegen der Kaution. Aber sonst, wenn Sie halt unterwegs sind,
merken Sie sich einfach 57 €, darunter die Kreditkarte, darüber die Girocard. Spannend zu erfahren für mich, um auch für Sie noch bessere Inhalte zusammenstellen zu können. Wie nutzen Sie die eine Bank, wie nutzen Sie die andere Bank? Nutzen Sie sie vielleicht in Kombination, nutzen Sie die eine für dieses und die andere für jenes? Das wäre super spannend. Dafür haben wir natürlich hier die Kommentarfunktion. Sie sehen, jetzt ist noch nichts drin, die ist leer, der Artikel ist ja noch nicht veröffentlicht, wo ich jetzt dieses Video für Sie produziere, aufnehme. Machen Sie einfach mit, schreiben Sie uns, geben Sie Feedbacks, geben Sie Tipps. Das fließt sozusagen in die nächsten Inhalte mit ein und es wird ja, immer besser. Sie können übrigens auch, wenn Sie hier einen Kommentar schreiben und dieses Häkchen ankreuzen, den Artikel abonnieren. Das kann für Sie spannend werden, um auch über Konditionsänderungen informiert zu werden. Da sind Sie einfach mit einem Häkchen am Ball. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich bei YouTube über einen Daumen nach oben und auf unserem Spezialportal. Sie haben es hier vielleicht schon gesehen, man kann es mit Sternchen bewerten. Ich freue mich hier über diese 5-Sterne-Bewertung. Das gibt natürlich dann immer Energie, auch für Sie noch schönere und noch bessere Videos zu produzieren. Falls Sie beide Konten noch nicht haben und eins öffnen wollen, ich habe Ihnen hier auch gleichzeitig noch die Links reingepackt. Finden Sie natürlich auch in der Videobeschreibung. Also vielen Dank, dass Sie dieses Video jetzt bis zu Ende geschaut haben. Wir sehen uns wieder, soweit Sie mögen, nächsten Sonntag an dieser Stelle, entweder hier im YouTube-Kanal oder per E-Mail zu informieren, wie Sie unsere E-Mails erhalten. Gehen Sie auch einfach ins Infofeld. Ich lege Ihnen da nochmal den Link rein zu unserer Sonntagsmail. Vielen Dank und dann bis nächste Woche.